Was war das? Ich dachte, das tut mir wirklich leid. Entschuldigung. Carla von Lahnstein? Maria Galdi. Prinzessin Luise und ich hätten vor der Veranstaltung heute noch ein paar Fragen. Ja, gerne. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind mit den Vorbereitungen hier schon so gut wie fertig. Ich mache mich jetzt einfach auf den Weg und dann besprechen wir alles. Schön. Bis gleich. Ja, ich beeil mich. Bis gleich. Es tut mir wirklich leid, ich muss weg. Macht doch nichts, dann halte ich mich an, Frau Schneider. Ja. Bis dann. Ihre Verwalterin hat das meiste selbst in die Hand genommen. Sie weiß über die Sponsoren sehr gut Bescheid. Gräfin? Stella, ja. Die ist ein Goldschatz. Ich meine, ein Glücksgriff. Na, dann kann ja nichts mehr passieren. Nein, eigentlich nicht. Bei dem Team und der tollen Vorbereitung? Gut, dann werde ich mich jetzt zurechtmachen, damit die Herren Sponsoren nicht enttäuscht sind. Denken Sie daran, dass wir in einer Stunde los müssen. Oh. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja. Wieso? Ich hatte das Gefühl, etwas bedrückt Sie. Entschuldigen Sie bitte, es geht mich ja nichts an, aber ich möchte, dass Sie wissen, falls Sie einmal Hilfe brauchen, ich bin gerne für Sie da. Danke, mir geht's bestens. Alles gut. Das freut mich. Ich gehe mich da mal umziehen. Wir sehen uns. Natürlich. So, bevor der alle ist. Übrigens eine gute Wahl von Stella an dir. Ich nehme ein Wasser, danke. Verstehe. Also wegen mir musst du nicht darauf verzichten. Ich weiß. Aber nach der Nummer heute Mittag bleibe ich lieber nüchtern. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich schon. Stella geht dir doch schon seit Tagen nicht mehr aus dem Kopf. Es war einfach nur so schrecklich peinlich. Aber ich glaube kaum, dass peinlich das richtige Wort dafür ist. Ja, was denn sonst? Stella hat meinen Kuss nicht erwidert. Ganz im Gegenteil, sie hat mich angeguckt, als hätte ich wer weiß was gemacht. Habe ich ja auch. Naja, vielleicht hast du dir nicht unbedingt den optimalen Zeitpunkt dafür ausgesucht, aber sonst? Was heißt denn sonst? Wir waren noch nicht mehr alleine, es war mitten in der Arbeitszeit und ich bin ihre Chefin. Ach, so habe ich das auch nicht gemeint. So ist es aber. Was sagt sie denn dazu? Noch gar nichts. Es gab ja noch keine Gelegenheit dazu, aber ihre Reaktion, die hat alles ausgesagt. Finde ich nicht. Sie hatte doch keine Ahnung, dass du auch auf Frauen stehst. Wahrscheinlich war sie einfach nur ein bisschen überrumpelt. Natalie, ich würde die Zeit am liebsten zurückdrehen. Ach, Unsinn. Ich bin froh, dass du endlich zu deinen Gefühlen für Stella stehst. Froh? Ja. Alles andere bringt dich sowieso nicht weiter. Also jetzt entspann dich mal ein bisschen. Eine sehr gelungene Veranstaltung, Prinzessin. Ich habe mich ausgezeichnet unterhalten. Das freut mich von Ihnen zu hören, Herr von Buhl. Ich werde übrigens morgen mit meiner Bank sprechen und den Betrag für die Kunstsammlung anweisen lassen. Das ist außerordentlich großzügig von Ihnen. Und Ihnen und Ihrem Vater ist mit der vereinbarten Summe geholfen, Prinzessin. Mehr als das. Sie erweisen meinem Vater und mir einen großen Dienst. Wenn Sie zufrieden sind, bin ich es auch. Und was sagen Sie, Prinzessin Luise? Ich glaube, die Veranstaltung ist ein voller Erfolg. Das glaube ich auch. Ihre Sponsoren scheinen jedenfalls zufrieden zu sein. Kein Wunder. Sie beide haben das hervorragend organisiert. Oh, jedes Event steht und fällt mit der Gastgeberin. Das hoffe ich nicht. Ich wollte mich nämlich jetzt verabschieden. Ich rufe Ihnen einen Chauffeur. Nicht nötig, ist bereits erledigt. Vielen Dank für den wundervollen Nachmittag. Ich begleite Sie noch hinaus. Ja.
Zufrieden? Und ob. Kannst du auch. Wenn man sich so gut mit seiner Chefin versteht. Zum Glück, das war nicht immer so. So schnell kann aus Abneigung Zuneigung werden. Habe ich heute ja live mitbekommen. Wie Carla dich geküsst hat. Ach, und jetzt willst du schmutzige Details hören? Sagen wir mal so, neugierig wäre ich schon. Was willst du denn wissen? Wie der Kuss so war zum Beispiel. Wie er so war. Um das zu erfahren, musst du schon selber küssen. Das behalte ich lieber für mich. Sie wollten mich sprechen? Ja. Ich wollte mich für Ihre Arbeit bedanken. Der Sponsorenempfang war wirklich ein großer Erfolg und das hat mir die Prinzessin auch gerade noch mal bestätigt. Danke. Sie haben ja auch Ihren Teil dazu beigetragen. Ich wollte Ihnen schon lange mal sagen, dass ich unsere Zusammenarbeit wirklich schätze. Danke. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Also, mir geht das genauso. Und was mein Verhalten heute angeht, da muss ich mich natürlich bei Ihnen entschuldigen. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kommen konnte. Ich hoffe, ich habe da keine Grenze überschritten. Das war wirklich nicht beabsichtigt. Das war, ja, ein dummer Zufall, wenn Sie so wollen. Sehen Sie das anders? Ich denke, ich sehe das ganz genauso. Ich meine, es war ja bloß ein Kuss. Er hat ja auch nichts bedeutet, oder? Kein Grund, sich deshalb verrückt zu machen. Oder sehen Sie das anders? Nein. Ich finde, wir sollten die ganze Angelegenheit einfach ganz schnell wieder vergessen. Tja, sonst sowas? Nein, das war alles. Bis später. Ich habe heute beim Frühstück Prinzessin Luise vermisst. Ist alles in Ordnung mit ihr? Sie hat eine alte Schulfreundin besucht und dort übernachtet. Ariadne von Stechow, die Tochter des Schweizer Botschafters. Ach ja. Oh, das wird sie wohl sein. Wir sind ja auch soweit klar. Dankeschön. Guten Morgen. Na, haben Sie gut geschlafen? Ja, danke, Maria. Ariadne und ich, wir haben uns glänzend unterhalten. Wann werden Sie denn wieder hier sein? Naja, es ist so, Ariadnes Eltern haben mich zum Mittagessen eingeladen. Sie denken doch aber an den Termin mit Gräfin Carla und dem Restaurator? Aber der ist doch erst heute Nachmittag. Deshalb habe ich die Einladung angenommen. Ist das nicht in Ordnung? Doch, sicher. Aber seien Sie pünktlich. Keine Angst, ich bin rechtzeitig da. Wie hat er eigentlich auf das Geschenk reagiert? Er hat sich gefreut. Und wie? Hat mir zumindest der Bote erzählt. Für alle. Frisch. Ich muss leider Schluss machen. Luise? Ich muss schon sagen, Degenhardt hat wirklich einen erstaunlich guten Riecher. Mit diesem unvorhergesehenen Putsch sind unsere Rohstoffpapiere durch die Decke gegangen. Und haben uns ein paar Millionen in die Kriegskasse gespielt. Ich bin gespannt, ob seine nächsten Deals genauso lukrativ sind. Sie klingen auf jeden Fall vielversprechend. Ja, vielversprechend und illegal. Hauptsache, die Rendite stimmt. Ich glaube, er hat eine ganz gute Nase für lukrative Transaktionen. Ich werde ihm trotzdem mal auf den Zahn fühlen. Ich will einfach kein unnötiges Risiko eingehen. Ach, das wird doch nur Carla. Und zwar ohne davon zu merken. Ja, es ist schon ganz gut, meiner Schwester mal richtig Dampf zu machen. Sie und Elisabeth haben sich lang genug in der Holding aufgespielt. Ansgar und Tanja planen immer irgendwas. Aber sie haben doch nichts gegen uns in der Hand. Ganz egal, mit wem sie Geschäfte machen. Ach, Carla, bist du da nicht ein bisschen sehr naiv? Ich habe die Mehrheit in der Holding. Was ist, wenn dieser Unbekannte die geeigneten Mittel in die Hand bekommt, um für uns gefährlich zu werden? Soweit muss es ja nicht gleich kommen. Trotzdem, Carla, wir sollten ja nicht tatenlos zusehen. Wir wissen doch noch nicht mal, mit wem sie Geschäfte machen. Stimmt. Aber die beiden haben keine Ahnung, wie wenig wir wissen. Wir sollten offensiv vorgehen. Ja, das heißt konkret? Ich werde Ansgar zur Rede stellen, als wenn ich seinen Plan kennen würde.
Vielleicht verplappert er sich und gibt mir einen Hinweis, wer dieser geheimnisvolle Unbekannte ist. Ansgar? Ansgar, Tanja, ist jemand da? Nur herein, hier sind wir ganz ungestört. Ich bin beeindruckt. Hier wird ja jeden Tag eine Kiste mehr ausgepackt. Erstmal müssen die Außenstände stimmen, dann kommt die Inneneinrichtung. Wie schön, dass wir unsere Feindschaft begraben haben und jetzt zusammenarbeiten. Dazu müssten Sie erstmal die Karten auf den Tisch legen, Degenhardt. Warum denn so schroff? Wo ich mich doch aus reiner Nächstenliebe an Sie gewandt habe. Ja. Genug der Freundlichkeiten. Kommen wir doch mal zur Sache. Sie erinnern sich an meine Idee, ins Waffengeschäft einzusteigen? Nicht gerade die vornehmste Art, um ein Vermögen zu machen. Aber eine der lukrativsten. Irgendwo auf der Welt bringen sich die Leute doch immer gegenseitig um. Ist es da humaner, sie mit rostigen Macheten aufeinander losgehen zu lassen? Tja, ich fürchte, dieses Eisen ist mir zu heiß. Auch wenn niemand uns damit in Verbindung bringen wird, sondern nur Ihre Schwester Carla. Damit wäre sie als Chefin der Holding untragbar. Tja, sie müsste natürlich ihren Posten zur Verfügung stellen, um den Schaden für die Holding zu begrenzen. Und natürlich, um die Arbeitsplätze der Mitarbeiter nicht zu gefährden. Was ist los? Ach, ich dachte, ich hätte was gehört. Also schön, Degenhardt. Ich bin interessiert. Waffengeschäfte? Mit Adrian Degenhardt? Noch nicht mal davor schreckt er zurück. Ich meine, es gibt kaum einen anderen Menschen auf der Welt, den er mehr hasst. Ja, früher, da wäre mir noch Tanja eingefallen. Aber die beiden, die bilden ja inzwischen ein Team. Ansgar, Tanja und Degenhardt, das ist eine gefährliche Mischung. Leider habe ich nicht genau mitgekriegt, worum es ging. Die wollen mir irgendwas in die Schuhe schieben, was mich meinen Posten kostet. Aber was denn? Ich meine, was habe ich denn mit Waffengeschäften zu tun? Solange die sich einig sind, sind sie gefährlich. Genau. Im Prinzip hassen sie sich. Und ich bin mir sicher, dass sie sich jetzt schon gegenseitig belauern. Ja, das stimmt, das ist keine Verbindung, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert. Ganz im Gegenteil. Genau da sollten wir ansetzen. Du hast recht. Wir müssen versuchen, sie gegeneinander auszuspielen. Ja, dann werden sie beschäftigt. Ja, ich fürchte, das reicht nicht. Die Idee ist gut, aber Ansgar und Tanja, die sind besessen von dem Gedanken, die Kontrolle in der Holding an sich zu reißen. Wenn es sein muss, dann schließen sie einen Pakt, bis sie ihr Ziel erreichen. Ja, dann wäre soweit alles geklärt. Oder haben Sie noch Fragen? Dann erwarte ich Ihren Kostenvoranschlag für die Restaurierung in den nächsten Tagen. Natürlich, Gräfin Lahnstein. Prinzessin? Danke für Ihre Mühen. Es ging schneller, als ich dachte. Zum Glück hatten wir eine Koryphäe dabei. Das hat die Angelegenheit ausgesprochen vereinfacht. Ich bitte Sie, das mache ich gern. Deine Gemäldesammlung ist so außergewöhnlich. Und ich bin mir sicher, dass sie durch die Restaurierung noch sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen wird. Was machen wir mit dem angefangenen Nachmittag? Noch ziemlich früh. Ich würde vorschlagen, wir holen die längst überfällige Besichtigung der Holding nach. Das würde ich gerne, aber ich befürchte, ich kann nicht. Offiziell hätte unser Termin 2 Stunden länger gedauert. Ja, ich habe aber doch seit heute Morgen schon so schreckliche Kopfschmerzen und würde mich lieber gern zurückziehen, wenn ihr gestattet. Natürlich. Danke.
Dass Sie mich noch mal einladen, das hätte ich auch nicht gedacht. Genauso wenig wie ich gedacht hätte, dass Sie sich mit Ansgar verbünden. Wie kommen Sie denn darauf? Sparen Sie sich das Theater. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Tanja und Ansgar Sie nur für ihre Zwecke missbrauchen? Wie rührend, dass Sie sich um mich sorgen, Gräfin. Aber seit ich volljährig bin, kann ich eigentlich ganz gut auf mich selbst aufpassen. Ach ja. So gut wie damals, als Ansgar Sie in den Ruin getrieben hat. Das war ja nicht alleine, aber ich bin ja nicht nachtragend. Außerdem hätte ich dasselbe mit ihm gemacht, wenn ich die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Für einen größeren Waffendeal, da sollte man sich schon ein paar Sorgen machen, oder? Sie schaffen es doch immer wieder, mich zu überraschen. Können wir reden? Worüber? Über einen gemeinsamen Deal, wie Sie es nennen würden. Tut mir leid, aber ich bin es gewohnt, auf die Gewinner zu setzen. Und deshalb muss ich Sie enttäuschen. Ich habe meine Seite gewählt. Ihr Gespür fürs Geschäft war aber auch schon mal besser. Carla und ich, wir werden uns durchsetzen. Ja, wir haben einfach die besseren Argumente. Ah ja, tatsächlich. Und welche? Das Einzige, das Sie kennen, Geld. Egal, was Ansgar Ihnen bietet, wir bieten Ihnen das Doppelte.